Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute gucken wir uns das sogenannte Builder Pattern an. Das Builder Pattern ist dazu da, wenn ihr ein extrem komplexes Produkt oder in unserem Fall eigentlich eine extrem komplexe Klasse habt, die sehr, sehr schwierig zu erstellen ist. Dann kann es mal vorkommen, dass ihr solche Konstruktoren habt wie New Ultra Mega Produkt, heißt das ganze Ding bei uns. Und das braucht dann im Konstruktor ein New Ads Produkt und ein New Ads Produkt B, welche wiederum vielleicht in ihren eigenen Konstruktoren nochmal mehrere Parameter haben. Und dann habt ihr, wenn ihr dieses Ultra Mega Produkt kreiert, einfach so einen Wurstcode und viele, viele Abhängigkeiten, die man eigentlich ganz gerne vermeiden möchte. Und deswegen gibt es das Builder Pattern. Das Builder Pattern macht genau im Endeffekt das für euch. Man hat dann hier einen... Also der Client hier, der das Ganze eben dann benutzen möchte, also dieses Ultra-Mega-Produkt benutzen möchte, der hält sich einfach einen Builder als Attribut oder als Member. Und dieser Builder ist erstmal abstrakt, weil man kann natürlich mehrere davon haben. Das heißt, man kann hier einen Builder A haben, der vielleicht das Ads-Produkt anders initialisiert als der Builder B. Oder der Builder B macht das Ads-Produkt B dann wiederum anders oder sowas. Also all diese Sachen kann man natürlich so viel extenden, wie man möchte. Deswegen ist das hier immer abstrakt geregelt. Haben wir aber schon bei der Factory gesehen. Und was im Endeffekt dann aufgerufen wird, ist getResult. Und getResult ist eben dann unser Ultra-Mega-Produkt. Das heißt, das wird da zurückgegeben aus getResult. Und ja, getResult ruft intern wiederum buildAds und buildAds B auf, logischerweise. Denn die braucht dieses Ultra-Mega-Produkt in seinem Konstruktor. Und ja, die sind dann logischerweise hier in der Unterklasse implementiert. Die getResult braucht man eigentlich gar nicht mal unbedingt in der Unterklasse. Habe ich jetzt hier aber trotzdem mal hingeschrieben. In unserem Fall wird es jetzt hier scheinbar überschrieben. Keine Ahnung. Aber ist nicht so wichtig. Weil ja, ich habe das Ganze hier als Interface gemacht. Klar, man kann es auch abstrakt machen und dann hier einfach alles aufrufen. Das muss man dann natürlich immer anpassen, wie man eben das Ganze braucht. Aber im Endeffekt ist die Reihenfolge eigentlich recht simpel. Der Client ruft getResult auf und getResult wiederum benötigt intern buildAds und buildAds B. Also quasi im Endeffekt diese ganzen Produkte, die halt dieses Ultra-Mega-Produkt hier braucht, um zusammengebaut zu werden. Und setzt die beiden Produkte in eben den Ultra-Mega-Produkt-Constructor zusammen. Also, dass wir am Ende ein Ultra-Mega-Produkt haben und die beiden Ads-Produkte da drin verwurstet sind. Genau, diese beiden Pfeile hier, die bedeuten einfach nur, dass die beiden Ads-Produkte von diesem Ultra-Mega-Produkt im Konstruktor eben gebraucht werden und dass man aus den beiden zusammen dieses Ultra-Mega-Produkt zusammensetzen kann. Das wird aber nicht von den Ads-Produkten gemacht, dieses Zusammensetzen, also das Assemble hier, sondern das ist quasi getResult. Das setzt die Ads-Produkte zusammen zum Ultra-Mega-Produkt, also hier nicht durcheinander kommen. Ja, und das ist im Endeffekt alles, was man zu diesem Builder-Pattern schon wissen muss. Das löst eben das Problem, dass man hier sehr, sehr komplexe Klassen haben kann, die extrem viele verschiedene Unterklassen brauchen. Also ist natürlich sehr, sehr nützlich dafür und es kapselt halt auch ganz schön den ganzen Construction Code, der sehr, sehr unübersichtlich werden kann, hier drin. Problem ist, wir brauchen so einen Builder A, also einen konkreten Builder im Endeffekt, für jedes einzelne von diesen Ultra-Mega-Produkten. Also für jedes einzelne davon brauchen wir einen eigenen Builder, also eine eigene Builder-Klasse auch tatsächlich. Und die Klassen müssen hier auch gewissermaßen mutable sein, weil man natürlich hier durch buildAds und buildAds B Dinge überschreibt, die man dann in getResult braucht. Okay. Ja, das ist es auch tatsächlich schon wieder. Eigentlich ein sehr, sehr simples Pattern, aber trotzdem sehr nützlich, wenn man irgendwie Ordnung in seinen Code reinbringen möchte. Okay, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.